Okay, meine lieben Freunde, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute binden wir das Tool EML to PDF in Paperless korrekt ein. Das zeige ich euch einmal kurz, wie das geht. Ich habe das Tool ja bereits in dem letzten Video vorgestellt. Das ist ein EML to PDF Konverter für EML-Dateien zu PDF inklusive aller Anlagen in einer PDF ausgegeben. Der eine mag es vielleicht anders gerne haben und die einzelnen Dateien alle untereinander drin haben. Ich habe das gerne eine E-Mail, das ist für mich einfach dokumentenechter. Ich habe die E-Mail und alles, was darunter steht, in einer Datei. Es ist für mich einfach irgendwie nachvollziehbar, es ist logischer, es ist besser zum Handling, es ist besser zum Sortieren und es ist besser wiederzufinden. Dieses Tool EML to PDF, wie gesagt, habe ich im letzten Video schon vorgestellt. Das ist entwickelt von mir und bereitgestellt von mir. Das findet ihr bei GitHub unter anderem. Es ist auch gepostet. Und in dem Vorstellungsvideo, das findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage. Da könnt ihr das dann auch nochmal korrekt nachschlagen. Falls du jetzt irgendwie über einen anderen Link hier hingekommen bist, dann kannst du da nochmal genaue Infos einholen, wie das Tool EML to PDF denn funktioniert. Es ist ein kostenloses Tool, es ist Open Source. Wenn dir das gefällt oder dir generell meine Arbeit gefällt, würde ich mich natürlich über eine kleine Spende, eine Zuwendung, eine Unterstützung für meinen Kanal sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Wir fangen heute auch nicht auf meiner Homepage an mit dem Blogartikel, weil den habe ich noch gar nicht angefangen. Wir müssen direkt hier in die Sache reinspringen. Das hat auch folgenden Hintergrund. Ich möchte natürlich gerne testen, ob das so mit Pull und Integrieren einfach so funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt EML to PDF einfach auf mein Produktivsystem installieren. Seht ihr auch schon hier im Hintergrund, hier laufen mehrere Docker-Sachen. Und das sind diese Dinge, die wir hier brauchen. Das ist für die Docker Compose. Das ist eine Variable, die sehr gerne in Paperless fehlt. Das müsst ihr unter Paperless Environment noch hinzufügen. Und dann haben wir hier nochmal die Config. Auf die werde ich dann doch mal überflächlich kurz eingehen. Findest du aber dann in dem Homepage-Artikel, den ich im Homepage-Artikel dann nochmal verlinke. Also Homepage-Artikel, und dann findest du das ganze Zeug. Du wirst zurechtkommen. Okay, gut. Dies ist der Teil, den wir brauchen für unsere Docker Compose. Ich integriere jetzt EML to PDF direkt in meiner Docker Compose, die das Ganze Paperless macht, weil ich dieses Tool eigentlich überwiegend ausschließlich für Paperless verwende. Du kannst natürlich dieses Tool in einen eigenen Container installieren, ist überhaupt kein Problem. Das läuft dort genauso gut und kannst es genauso gut mit Paperless verlängern. Du kannst es genauso gut mit Paperless verbinden. Es ist unabhängig, es kommt nur darauf an, wo die Dateien ausgegeben werden. So, fügen wir mal das Ganze hier ein. Gut, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, was wir hier eingefügt haben. EML to PDF Doppelpunkt, das ist unser Run Service. Dann holen wir das Image von GitHub. Und dann müssen wir uns noch die Volumes kontrollieren. Da haben wir einmal EML Import, das verweist im Container auf Input, das ist so vorgesehen, das ist korrekt. Du kannst natürlich auf deiner Festplatte oder auf dein System oder in dein Netzwerk natürlich hier auch irgendwas anderes eintragen. Wenn du das möchtest, wirst du auch wissen, wie das geht. Da einfach hier die Pfadangabe und entsprechende Ordner eintragen. Du kannst auch umstellen auf ein Volume, wenn du lieber Docker Volume benutzt. Ich bevorzuge die Mount Points, das ist auch wieder eine politische Entscheidung, je nachdem, wie du es gern hättest. Dann haben wir halt Volume weiter definiert, Konsum, das ist das Verzeichnis Konsum von Paperless. Das kann man, wenn man unter mehreren Rechnern das Ganze benutzen möchte, natürlich im Netzwerk als per Freigabe teilen, sharen. Und dann kann man sich da entsprechend die Dateien einfach reinspielen. Dann haben wir hier den Ordner Konsum, USR, SCR, Paperless, das ist korrekte Angabe von Paperless im Ordner, das ist korrekt so definiert. Dann haben wir EML to Import, dann haben wir EML-Import / Archiv, der wird nochmal angelinkt und dann haben wir nochmal EML-Import Error, der wird auch nochmal extra angelegt. Und dann brauchen wir natürlich noch unsere Config Johnson, die liegt neben der Docker Compose. Die werden wir uns dann auch noch gleich anlegen. Da kannst du dann Konfigurationen noch einmal vornehmen. Die musst du aber hier als Mount einmounten, damit das entsprechend auch verarbeitet wird. Dann die Environments natürlich hier nochmal. Bei mir ist die Timezone Asia Bangkok, ist klar. Bei dir natürlich dann Europa, USA, Russland, wo du eben auch gerade sitzt. Dann Logfile-Info, das ist noch ganz interessant. Du kannst hier natürlich auch anstatt von Info Debug reinklatschen, dann wird das ein bisschen ausführlicher.
Allerdings sollte man doch darauf achten, dass wir die Logdateien ein bisschen klein halten. Debug ist also nur empfehlenswert, wenn man Fehler sucht. Dann läuft, wie du hier siehst, mein ganzes Paperless in eine Paperless-App. Kann man hier ganz kurz sehen. Paperless, hier ist Paperless und unter Paperless sind meine ganzen Container. Das ist also quasi eine definierte App, die aus mehreren Containern besteht. Ich mag diese Aufteilung ganz gerne, kennen Leute, die haben das nicht drin, die mögen das Chaos, ist jedem selber überlassen. Ich kopiere mir jetzt bloß meine Netzwerkdefinition Networks Paperless und hänge die hier unten einfach noch dran, weil ich die ja dann in dem Fall brauche, damit mein Container da landet, wo er hingehört oder ich ihn gerne hätte. Jetzt, manchmal ist das hier mit dem Einrutschen immer so ein bisschen eine Geschichte, da muss man immer aufpassen. Da kann, wenn eine Leerzeichen verrutscht ist, falls du mit Docker Compose nicht so viel gemacht hast, oder du sonst irgendwie anders erledigst, natürlich immer ein Zeichen zu viel oder zu wenig schon zu Problemen führen. So, damit ist die ganze Einstellung in der Docker Compose.yml eigentlich komplett gemacht. Mehr brauchst du hier eigentlich auch nicht tun. Das heißt, ich speichere das Ganze jetzt ab, gehe hier raus. Oh, jetzt habe ich noch ganz was vergessen. Ein Wert, eine Event-Variable, die immer gerne fehlt, weil viele das Konsumverzeichnis von Paperless einfach nicht benutzen. Und deshalb muss man gucken, ob dieses Paperless Consumer Pro integriert ist. Bei mir ist es hier drin, hier steht es drin. Das kontrolliert bitte nochmal ab, dass der drin steht. Wenn der nicht drin steht, würde Paperless nicht deine Dateien, die im Konsumordner drin liegen, einlesen. Und den Wert, wie viele Sekunden das geschehen soll, wird dann alle so und so viele Sekunden ausgeführt. Also wie gesagt, den Wert hier noch überprüfen, der ist wichtig für dich, den brauchst du. Dann brauchen wir den Teil hier, den habe ich auch schon vorbereitet. Das wird jetzt unsere Config Johnson. Die kommt hier rein, brauchen wir New, Textdokument, alles markieren, Config Johnson. Und hier fügen wir das Ganze einfach ein. Und jetzt gehen wir das nochmal ganz kurz durch. Der Separator Text ist die Separator Seite. Das heißt, wenn hier die Separator Page on ist, wird eine Trennseite zwischen der E-Mail, der ersten Anlage, der zweiten Anlage, immer eine Trennseite erstellt. Das heißt, auf der Trennseite steht dann oben drauf Anlage 1 und der Name des Dokuments, also was die Anlage quasi ist. Ne? Also nicht das Betreff der E-Mail, sondern das Dokument. Kannst du hier abändern, wenn du möchtest. Das zweite Trennseite wäre natürlich dann Anlage 2 und natürlich dann der andere Name des Dokuments. Also hier wäre es jetzt zum Beispiel Anlage 1, Star Trek Extension Worlds Cover und dann käme als zweite Trennseite Anlage 2, Star Trek Discovery Cover. Als Beispiel jetzt einfach, nur dass du es verstehst. Dann der Poll-Intervall, wie oft oder in welchen Zeitabständen EML to PDF hier deine Dateien abrufen soll, die im Verzeichnis EML Import liegen. Dann die Separator Page hatten wir schon. Archiv Retention Days ist die Zeitspanne, die im Archiv aufbewahrt wird, wo die EML-Dateien, die Original-EML-Dateien archiviert werden. Die GODB sagt voraus, da du die Originaldateien natürlich als E-Mail importierst, komplett brauchst du natürlich die Originaldateien. Ich weiß nicht, ob man die E-Mails dann auch aufheben soll, wo dann ein Dokumentenablagesystem eigentlich wirklich noch Sinn macht. Ich weiß nicht, was die UFO-Vorstellung hat, was man alles bunkern soll an Daten. Da hat man echt den Eindruck, sie haben Angst, dass sie beklaut werden um irgendwelche Bits und Bytes. Und ich kann einfach nur dazu sagen, nur ein Dieb hat Angst, dass er beklaut wird. So, wenn du BDO-konform sein willst, musst du die Archive aufheben. Das heißt, Paperless legt im Ordner EML Import einen Ordner Archiv an, dann einen Ordner mit der Jahreszahl, darunter wieder einen Ordner mit dem Monat. Und da werden diese Dateien, die Original-EML-Dateien, archiviert. Ist ein Archiv, das wird automatisch gepflegt, da kommen alle Dateien rein und werden archiviert. Ich lasse jetzt schon nach 30 Tagen löschen. Ich habe hier in Asien, in Bangkok, das Problem nicht, dass ich hier das Zeug aufbewahren muss. Wenn du in der EU sitzt, dann setzt diesen Wert auf 0. Wenn du diesen Wert Retention Day auf 0 setzt, ist diese Löschung abgeschaltet. Das heißt, es wird immer nur dazu geschrieben, aber nie gelöscht. Das ist das, was du im Zweifelsfall für GDB-konform brauchst. Max Logfile Size ist dann hier 1 Megabyte, vordefiniert.
Du kannst diesen Wert auf 0 setzen, dann werden keine weiteren Logdateien mehr geführt und, Anführungszeichen auf, alle bestehenden Logs gelöscht, Anführungszeichen zu. Ganz wichtiger Punkt, bitte mit rotem Maker hier unterstreichen. Wenn ich das auf 0 setze, schalte ich komplett das Logfile aus. Da wird überhaupt nichts geloggt. Dann die maximale Logfile Backups, die kann ich dann auch auf 0 setzen. Das heißt, es werden keine rotierenden Archive gepflegt. Wenn du GOBD-konform sein willst, würde ich dir empfehlen, diesen Wert hier von 1 Megabyte hochzusetzen auf 20, 25, 30, 40, 50 Megabyte, damit die Logdateien entsprechend groß werden. Und hier kannst du dann einen Wert von 100.000 reinhauen. Dann bewahrt er an die 100.000 Logdateien auf, dann ist alles gesichert und GOBD-konform. Ich hasse BOGD. Da steht noch ein Video zu aus. Ich weiß, kommt schon noch, da werdet ihr noch die Hände über den Kopf zu schauen. Und dann werdet ihr euch erklären können, warum ich hier gerade so eine Kacke laber. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe nur das hier so abgebildet, dass ihr das auch wirklich benutzen könnt und auf der sicheren Seite seid. So, wir speichern unsere Config.sys ab. Unsere Config Johnson. Entschuldigung. Mache das zu. Dann haben wir das in Docker Compose geändert. Wir haben die hier geändert. Und jetzt machen wir uns mal einen Ordner. EML Import. Na, ja, ich habe hier englische Tastatur. Und ja, die benutze ich so wahnsinnig selten hier auf dieser Maschine. Da tippe ich normalerweise nicht viel rum. Aber wenn ich dann drauf bin, habe ich mit der englischen Tastatur ein bisschen Probleme. Import. So, EML Import, das legen wir uns mal an. Weil wir müssen ja mal ein bisschen was da reinschubsen. Und da besorgen wir uns jetzt einfach mal 2 Dateien. Die habe ich jetzt auch schon gemarkt und kapiert. Dann Paste. So, jetzt habe ich hier 2 Dateien drin liegen. Diese 2 Dateien müsst ihr natürlich jetzt auch einlesen. Allerdings haben wir jetzt Docker natürlich am Laufen mit unserer kompletten Konfiguration. Das ist jetzt etwas, was natürlich so nicht gewünscht ist. Wir müssen nämlich unseren Paperless jetzt komplett neu starten. CMD. Und dann starten wir jetzt unser komplettes Docker-Paket Paperless komplett neu, inklusive der EML2 PDF. Und jetzt kommt erstmal hier Pulling. Der Container muss natürlich erstmal runtergeladen werden. Das dauert im Moment. Ich stelle euch derweil auf Pause. Gut, schauen wir uns die ganze Sache mal an, was passiert ist. Er ist standardmäßig durchgelaufen, er hat seinen Pull korrekt abgeschlossen. Das heißt, das Docker-Image ist jetzt natürlich in unserem System drin. Und dann schauen wir mal rüber. Hier ist nämlich auch wieder Paperless da, nachdem es wieder gestartet ist. Schauen wir uns mal die App an. Und hier sehen wir auch, hier ist der EML to PDF 2, der ist da. Er hat 0 Auslast, wenn er nichts tut, belastet er das System überhaupt nicht. Also wie gesagt, der ist echt Schnugge, der Kasten. Dann gucken wir mal herein. In der Logs steht da einiges drin. Ja, nicht wirklich viel, doch. Ja, er hat jetzt, ich war einkaufen, ich gebe es ja zu. Ich habe es auch nicht ganz abgesessen und dann habe ich mir gedacht, geh schnell einkaufen dabei und Geld holen. Und er ist jetzt durch. Das heißt, er müsste auch alle Dateien importiert haben. Jetzt schauen wir jetzt mal nach. Also das EML-Import-Verzeichnis ist leer. Dafür haben wir hier Error. Das wurde angelegt. Es gibt keine Dateien, die hier abgelegt worden sind, die nicht konvertiert wurden. Du hast die Logtext, das ist dasselbe, was du gerade im Container auch gesehen hast. Ja, kann man das alles noch ein bisschen nachvollziehen. Gut, dann schauen wir mal rüber. Archiv 2025 09, also Oktober. Und da haben wir diese 2 Testfiles. Die hat er auch abgelegt. Das ist jetzt das Archiv, was ich euch erklärt habe. Das könnt ihr ausschalten, auch mit 0. Abends aufzuhebende Tage. In der Config Johnson könnt ihr das einstellen. Und jetzt schauen wir ins Konsumverzeichnis rein. Das Konsumverzeichnis ist auch leer. Das heißt, Paperless hat uns die Dateien, die er erstellt hat, schon integriert. Das heißt, ich kann die hier nicht mehr zeigen. Aber ihr seht es jetzt gleich in Paperless. So, gut, wir sind in Paperless und wir sehen, das heißt, ihr seht es nicht, weil ihr kennt meine Ablage ja nicht. Ich weiß jetzt hier zum Beispiel, wir haben die Datei PL importiert. Entschuldigung, Sprachfelix. Und wir haben hier die zweite Datei auch mit PL-Test. Da habe ich es halt groß und klein geschrieben, aber das ist egal.
Schauen wir uns mal die erste Test an. Hier haben wir EML-Test. Dann haben wir hier unsere E-Mail-Adressen von an. Ja, der Bittrex-Miner, der zum Verkauf steht. Das Porto aus Thailand ist zu teuer für euch, vergesst es einfach. Anlage 1, Tagesplan, also haben wir eine Anlage dran. Das ist die Anlage selber. Das ist wieder eine Tabellenkalkulation, das was ich im Vorstellungsvideo von EML2PDF auch erzählt habe. Über die Excel-Sheets. Excel-Sheets sind einfach furchtbar zu invertieren, weil man weiß nicht, wie man es aufteilen soll und es werden halt alle Blätter einfach ausgeworfen in irgendeiner Reihenfolge. Wie gesagt, ruft eure Tabellenkalkulation, euer Sheet auf in dem Programm, in dem es erstellt worden ist, entstellt da die entsprechenden PDF-Dateien manuell, dass ihr wirklich ein optisch gutes auch Dings hat, dass man das dann in 5 Jahren, wenn man es mal braucht, nachvollziehen kann und tauscht das dann in der EML-Datei einfach aus, bevor ihr sie ins EML-Verzeichnis verschiebt, damit das Tool das importiert. Also wie gesagt, hier seht ihr das wirklich schön, es sind einfach Leerseiten dazwischen und diese Datei schaut eigentlich noch recht anständig aus, weil man eigentlich hier sieht, das ist die Seite 2, die ist rechts neben dieser Seite. Da ist es eigentlich noch ganz gut, also das würde sogar noch gehen, das würde ich sogar noch so stehen lassen. Ich habe meine Ablage natürlich hier alle mit Posteingang gekennzeichnet und die Jahreszahl hat er mir drauf geklatscht. Sehr anständig. Abbrechen, nein, das wollen wir nicht. Dann ist die zweite, 2 PDF-Dateien, ein Word-Dokument mit Foto, sollten in Paperless importiert werden, habe ich ein bisschen Text dazu geschrieben. Ja. Dann haben wir unsere Trainingsseite, dann kommt ein Bild, Strange World Season 3, JPEG. Da hat er eine PDF draus gemacht, das ist diese Datei, die habe ich auch so dahinterlegt, ich hatte die nicht gedreht. Dann kommt die nächste Anlage, Star Trek Discovery, JPEG.pdf. Also er teilt das auch so auf, dass die Dateien nachvollziehbar sind. Wie gesagt, GOBD ist einfach geil, also, wie gesagt, da kommen wir noch irgendwann dazu. Und hier haben wir nochmal Star Trek Discovery. So, und dann passend dazu, Tai, der mystische Herrscher aus dem All. Eine ODT-Datei mit Bild, also Open Office Dokument, kein Microsoft. Auch super drin. Also wie du siehst, perfekt, funktioniert. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist eigentlich der ganze Schabernack. Wie gesagt, einfach zu installieren, einfach einzurichten und dann einfach die Dateien im EML ablegen, dafür sorgen, dass Konsum im Paperless funktioniert und dann läuft die Geschichte. EML to PDF konvertiert die Dateien, legt sie ins Consumer, in dem Consumer holt sie sich Paperless und du hast es in deinem Posteingang hier einfach alles drin und kannst es hier gemütlich verarbeiten. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, mit den privaten Kosten und so weiter. Wenn du es gut findest, was ich hier tue und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung und auf meiner Homepage im Homepage-Artikel, den ich auch nochmal unten verlinke. Da könnt ihr nochmal die Setup und die Skripte und die Dateien rauskopieren, die ihr braucht. Da ist nochmal alles ganz genau beschrieben. Ansonsten, wenn du Probleme hast mit dem Nachvollziehen, die Konfiguration aus irgendeinem Grund nicht klappt oder sonstigen Fehler drin hast, dich andere Probleme plagen mit deiner EDV, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Laptop, mit deinem PC, mit deinem Netzwerk, mit deinem Arbeitsplatz, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, auch kein Abo. Verlinke ich euch unten auch in der Videobeschreibung. Gehabt sich wohl und bis zum nächsten Video.